Hallo, ich bin der Jens. Ich bin seit 3 Jahren bei Touratech als Fuhrparkmanager tätig und bin seit ein paar Tagen mit meinen Kollegen hier in Südfrankreich zu einem Testride mit verschiedenen aktuellen Motorrädern und neuem Zubehör von Touratech. In den letzten Tagen hatte ich die Möglichkeit, die neue KTM 97 Adventure R zu testen. Wir konnten in den letzten Tagen verschiedene Strecken unter die Räder nehmen. Dazu gehörten unter anderem On-Road-Strecken, schöne kurvige Passagen, als auch Offroad-Strecken von der breiten Piste bis hin zum Single-Track. Und da muss ich sagen, das hat mit der KTM 97 Adventure R sehr viel Spaß gemacht. Ich war absolut gespannt, vor allem im Vergleich auch zu den großen Reise-Enduros von KTM, die ich ja schon in der Vergangenheit gefahren bin, habe ich gehofft, dass wirklich das Motorrad wieder eher an die alte 640 LC4 anschließen kann. Das heißt, ein Motorrad, was leicht ist, was aber trotzdem Kraft und Power hat und leicht auch im Offroad-Bereich zu bewegen ist. Und das habe ich erfahren dürfen. Ja, das ist wirklich sehr, sehr positiv bei mir angekommen. Also was ich angenehm überrascht war die Sitzposition auf der Maschine, obwohl sie eigentlich sehr klein wirkt und eher ein bisschen neben den großen Reise-Enduros wie ein Moped wirkt, hat sie eine sehr angenehme Sitzposition, obwohl bei meiner Größe von 1,89 m immer ein bisschen die Problematik mit dem Kniewinkel da ist. Aber da war ich sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe hier eine Sitzposition vorgefunden, die für mich auf allen Strecken und auch über große Distanzen sehr, sehr angenehm war. Die verschiedenen Fahrmodis von der Maschine sind sehr, sehr gut eingeteilt. Es gibt Road, Rain, Offroad und Rallye-Modus. Da auch noch kleine Unterteilungen, wo wir noch zusätzlich zum Beispiel ABS komplett ausschalten können oder auch die Anti-Schlupfregulierung sehr, sehr gering bis auf ausschalten können. Was mich etwas stört an der Maschine, ist tatsächlich die Einstellung dieser verschiedenen Fahrmodis, da ich nicht einen einzelnen Knopf habe, um diese zu verändern, sondern wirklich in Untermenüs gehen muss, um dann den Fahrmodi, den ich bei entsprechendem Untergrund brauche, auszuwählen. Wir waren heute auch im Offroad-Terrain unterwegs und ich habe die Auswahl gehabt zwischen Offroad und Rallye-Modus. Und habe festgestellt, dass der Offroad-Modus sehr viel weicher mit der Gasannahme reagiert und der für meine Fahrverhältnisse sehr viel passender war. Beim Rallye-Modus ist es doch sehr viel aggressiver und spontaner, die Gasannahme, und das war für mich nicht das Passende. Die Gewichtsverteilung war sensationell gut. Da konnte ich wirklich feststellen, dass dieser tiefsitzende Tank sehr, sehr große Vorteile hat. Was für meine Größe wieder etwas nachteilig ist, ist der niedrige Lenker. Hier müsste ich für meine Größenverhältnisse auf jeden Fall auf eine Lenkererhöhung zurückgreifen, da es einfach sonst eine sehr gebückte Haltung ist und ich eher die Tendenz habe, mit dem Körpergewicht zu weit nach vorne zu kommen. Ja, hier ein paar Details zur Ausstattung des Motorrades. Wir haben hier, wie man sieht, sowohl Originalteile von KTM mit verbaut. Touratech produziert ja hier die Kofferträger und den Koffer für KTM, als auch Zubehörteile von Touratech. Hier im Besonderen haben wir schon testen können eben unseren Lampenschutzgitter für die Frontmaske, wo es ja immer sehr darauf ankommt, gerade wenn man Offroad unterwegs ist und man hat eine Gruppe, die letzten Endes auch vorausfahrend sind und Steine nach oben schmeißt, dass unser teures Licht vorne nicht kaputt geht. Außerdem die Handprotektoren, die für zusätzlichen Schutz sorgen, nicht nur für umherfliegende Steine, aber auch wenn man mal mit der Maschine umfällt. Und hier natürlich ganz, ganz extrem wichtig, der Prototyp unseres Sturzbügels hier, der sich hier wunderbar in die verschiedenen Formen der Maschine einfügt und wirklich auch uns schon gezeigt hat, dass es unheimlich wichtig ist, gerade über den tief gezogenen Tank hier einen Schutz zu haben, dass beim Umfaller dieser keinen Schaden eben nimmt.
Was wir hier noch bei diesem Modell an weiterem Zubehör sehen, sind als Beispiel die Works-Fußrasten, die im Gegensatz zu den Originalfußrasten eine deutlich größere Auflagefläche bieten. Ebenso sind sie nicht mit einem Gummi versehen, sodass man eine gute Auflage hat und einen sicheren Halt auch mit den Enduro oder mit den Stiefeln. Weiter sieht man hier beim Bremsflüssigkeitsbehälter einen Schutz verbaut, der auch dazu dient, natürlich Schäden hier von solchen empfindlichen Stellen fernzuhalten. Des Weiteren sehen wir hier verschiedene Gepäcklösungen. Die sind zum Teil original KTM, wie zum Beispiel die Koffer mit der Größe 31-45 Liter. Weswegen 45 Liter, damit ich auf dieser Seite auch mal einen Helm unterbringen kann und den sicher verschließen und aufbewahren kann. Des Weiteren haben wir hier Tankrucksack und wasserdichte Gepäckrolle. Beides hier über Touratech möglich, Gott sei Dank, in den Farben, die auch zur Maschine passen, nämlich hier sowohl orange als auch hinten orange. Das heißt, ich kann so, wie die Maschine jetzt im Moment dasteht, eigentlich einpacken, draufsitzen und losfahren. Wenn hier euer Interesse geweckt ist für die KTM 97 Adventure R, dann schaut doch einfach auf unserer Webseite vorbei und schaut, was wir hier weiteres ins Programm mit aufnehmen können.